Heute ist der 31. Dezember 2024. Jetzt ist 11 Uhr und wir fahren jetzt los von Teneriffa mit dem Ziel, direkt nach Martinique zu segeln. Ich war nicht alleine diesmal, sondern zusammen mit Anita. Und wir rechnen damit, dass wir ungefähr 20 bis 21 Tage brauchen. Die Wetterprognose sieht super aus. Wir werden halben Wind, schwachen Wind am Anfang haben. Die erste Nacht ist um. Wir laufen hier immer 7 bis 8 Knoten über Grund. 6,5 bis 7 durchs Wasser. Wir haben also Strom, der uns schiebt. Wunderbar. Anita fühlt sich nicht so ganz wohl. Hat aber sehr viel geschlafen vorne, glaube ich. Und ich habe unten auch viel geschlafen. Ich habe alle 30 Minuten den Wecker gestellt. Erst alle 20, dann alle 30. Jetzt am Schluss alle 45 Minuten. Und es ist aber eine ruhige Nacht. 2 Frachter sind an uns vorbeigefahren. Und jetzt ist hier parallel ein Segler mit einem sehr schlechten AIS-Signal. Kommt immer alle 4 oder 5 Meilen mal. Taucht der auf, ist nicht weit weg, also 4 Meilen weit weg, so würde ich sagen. Das ist natürlich nicht so schön, aber okay. Für viele ist diese Tour, die sie jetzt vor sich haben, die erste wirklich lange Strecke, die sie bewältigen müssen, denn es geht immerhin um 3000 Seemeilen, die sie vor sich haben. Bisher haben sie ein paar hundert Seemeilen zurückgelegt, um auf die Kanarischen Inseln zu kommen, aber eins ist relativ gewiss: Wenn das Schiff in Ordnung ist und wenn sich die Crew so fühlt, dass sie bereit sind, diese Tour zu machen, dann werden sie es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch gut schaffen, ohne große Probleme zu haben. Für mich ist diese Atlantiküberquerung von Ost nach West die dritte in diese Richtung. Und die erste habe ich 1998 gemacht und bin mit der ARC gefahren. Dort wurde vom einem Segeljournal, einem englischen Segeljournal Yachting World, untersucht, welche Probleme am häufigsten auftreten an Equipment bei so einer langen Strecke und bei so einer Atlantiküberquerung. Der erste Punkt waren ausziehbare Spinnakerbäume. Dieser Schiebemechanismus ist irgendwie eine Schwachstelle. Das zweite waren Autopiloten und das dritte waren Generatoren. Soweit ich mich erinnern kann. Die Statistik habe ich leider nicht mehr gefunden, aber das war ein Ergebnis, was mich jetzt eigentlich nicht so richtig überrascht hat. Auf den Kanarischen Inseln sammeln sich viele und beraten sich, überlegen und. Manche gehen mit der ARC rüber, andere ohne. Und die Leute, die man da kennenlernt, die wird man auch in der Karibik weiterhin sehen und die werden einen begleiten, und ich nenne das immer so Floating Village. Da bilden sich quasi Gruppen und die bleiben häufig auch wirklich zusammen. Dieses gemeinsame Segeln vermittelt natürlich eine gewisse Weise Sicherheit. Aber eins muss man sagen: Wenn man mit der ARC zum Beispiel losfährt und man schaut sich mal Marinetraffic an oder Wesselfeinde, dann sieht man eine riesen Flotte, die über den Atlantik geht, und man hat den Eindruck, man segelt quasi im Konvoi. Das ist aber nicht der Fall, sondern in der ersten Nacht sieht man noch ganz viele Schiffe, am zweiten Tag vermutlich niemanden mehr, bis zur Ankunft. Da wird man dann wieder den einen oder anderen sehen. Von daher ist das kein Konvoi-Segeln, aber es macht natürlich Sinn, mit anderen in Verbindung zu bleiben und falls mal Probleme auftauchen, sich mit denen zu beraten und so weiter. Aber im Wesentlichen ist man 3000 Meilen lang auf sich gestellt. Man muss wissen, dass, wenn man auf den Kanarischen Inseln ist, dann hat man noch keinen Passat, sondern zwischen den Kanarischen Inseln und ungefähr den Kapverdischen Inseln oder die Höhe der Kapverdischen Inseln gibt es oftmals schwache Winde, können auch starke Winde sein, aber es ist kein Passat. Und der Passat setzt erst so etwas nördlich von den Kapverdischen Inseln ein und ab da weht er relativ stetig rüber in die Karibik. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es viele Tiefdruckgebiete, starke Tiefdruckgebiete gibt im Nordatlantik, die auch etwas südlicher laufen, als früher der Fall war. Von daher gibt es zwischen dem Nordatlantik und dem Passatwind eine Flautenzone, und die kann sich relativ weit nach Süden
verlagern. Das werde ich auch im Film ein-, zweimal erwähnen. Von daher ist es nicht unüblich, dass man sogar weiter runtertauchen muss, bis auf die Höhe zum Teil so war es jetzt bei uns, ne, bis auf die Höhe von Trinidad Tobago. Aber das sieht man sehr, sehr gut in den Wettervorhersagen und in den Wetterberichten und in den Wettermodellen, was da jetzt gerade angesagt ist. Es gibt aber keine Regel, die wirklich allgemeingültig ist. Alle 3 Atlantiküberquerungen von Ost nach West, die ich gemacht habe, hatten unterschiedlichste Bedingungen. Beim ersten Mal war ich mit einem 10-Meter-Schiff unterwegs. Ich habe 21,5 Tage gebraucht. Wir waren zu zweit. Und wir hatten ständig starken Wind, so 20, 30 Knoten, zum Teil über 30. Wir haben sogar einmal beigedreht, einen Tag lang bei 40 Knoten oder ein bisschen mehr. Und die zweite Reise war recht schwachwindig. Ja? Nur am Ende gab es dann Squalls. Und bei dieser Reise war es irgendwie durchmischt. Also jede Fahrt ist anders. Wir hatten nicht so starken Wind. Freunde von mir, die sind 2 Wochen früher gefahren, die hatten durchgehend sehr starken Wind. So, das war es erstmal genug meiner Erfahrungen. Und jetzt geht's weiter im Film. Heute ist der zweite Tag. Wir fahren sehr gut, sehr schnell hier bei unserem Kurs mit halbem Wind. Wir haben 13,5, 14, 15 Knoten manchmal halben Wind. Die Starlink-Antenne liegt hier direkt unter der Sprayhaut und ist dort in einer USB-C PD-Ladebuchse drin. Die hat auch noch einen zweiten Eingang für irgendwas anderes, was ich da anschließen kann. Hier ist nochmal ein USB-C-Anschluss. Also 2 Ausgänge habe ich hier gemacht und es funktioniert völlig problemlos. Bei den Bedingungen sind wir also etwas schneller, als ich dachte. Ja, immer fast 8 Knoten. Ja. Die Wettervorhersagen sind auch recht günstig und voraussichtlich werden wir nicht sehr viel mehr Wind bekommen. Wir sind ja auch schnell genug. Das ist schön, wenn man drauf vorne den Sonnenuntergang sieht. Vor uns war übrigens noch ein Segler, beziehungsweise war der neben uns, der war ein kleines bisschen schneller als wir. Und da mussten wir einem Frachter ausweichen. Wir sind vor dem Frachter durch, der andere ist hinter dem Frachter durch und dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren, aber ich glaube, der ist vor uns. Der fährt ein bisschen schneller als wir. Gut. Aber da wir nicht mehr sehen, gibt es jetzt eben auch kein Rennen mehr, ist ja auch gut. Und der hat einen schlechten AIS, eine schlechte AIS-Anlage. Den sieht man nämlich bloß 4 Meilen weit oder 3, 4 Meilen. Manchmal ist er bei 3 oder 2 Meilen sogar auch noch weg. Also, und über 4 Meilen sieht man ihn gar nicht. Also wir sehen ihn nicht mehr, der ist irgendwo da vorne. Das ist auch gut. Okay, es geht in die zweite Nacht. Die Nacht war ruhig, wir hatten einen Frachter, aber der war relativ weit weg. Man sieht ja sehr viel mehr jetzt mit AIS. Früher hat man die Frachter gesehen oder andere Schiffe gesehen, optisch, rein optisch. Der hier war 14 Meilen weg. Ich habe ihn lange auf dem AIS gesehen, aber ich habe den natürlich nicht gesehen, der war viel zu weit weg. Und es ist natürlich auch für die Berufsschifffahrt gut, dass sie uns sieht. Also vor uns ist ein Segler gewesen, der war ja gestern neben uns. Er hat den Segler angesprochen, er hat ihn auf AIS gesehen und hat ihm gesagt, er soll seinen Kurs nach Steuerbord ändern. Also es ist für alle Beteiligten sehr gut, dass man sich gegenseitig sieht. Am 5. Tag haben wir den Passat erreicht, beziehungsweise den Nordostpassat. Der Wind hat also gedreht von Osten nach Nordosten und wir fahren nach Südwest runter. Rechts von uns haben wir ein großes Flautengebiet umfahren.
Mit den Wettervorhersagen heutzutage kann man das ja relativ gut machen, wenn sie stimmen. Es hat also geklappt, aber wir fahren nicht mehr so wie gestern Abend mit über 8 Knoten, sondern nur noch mit erst 4,5, jetzt mit 5 Knoten bei achterlichem Wind. Das ist sehr angenehm. Natürlich haben wir noch ein bisschen die alte Welle aus Ost. Von daher schwankt man noch ein bisschen, aber die Windsteueranlage funktioniert sehr gut. Bei achterlichem Wind funktioniert sie ja sowieso immer sehr gut. Und ist vor allen Dingen sehr, sehr ruhig, im Gegensatz zu gestern, wo wir durch die hohen Wellen geprügelt sind, schnell gefahren sind mit über 8 Knoten. Das war schon aufregend, ja. Aber jetzt ist alles gut und ruhig. Und so geht der 5. Tag zu Ende. Heute ist der 7. Tag auf See. Er fängt an. Draußen ist ziemlich heftiger Wind. Wir sind im Schmetterling und wir laufen 7 bis 8 Knoten. Im Surf habe ich gesehen über 9 Knoten. Das ist mir echt ein bisschen heftig, ne? Vor allen Dingen, weil wir im Schmetterling sind. Also Steuerbord ist was groß, Backbord ist die Genua. Und wir laufen zwar so, dass immer genug Wind im Groß ist, aber trotzdem, das ist schon heftig. Also mal gucken. Eigentlich müsste ich es groß wegnehmen, aber ich warte noch, bis Anita wach ist, weil die schläft gerade. Die hat ein paar Stunden Nachtwache hinter sich. Ja, und so lange müsste es noch gut gehen, aber ich glaube, ohne Großsegel wäre es wahrscheinlich besser. Das ist übrigens die einzige Methode, meines Erachtens, wie man Kaffee eingießen kann oder heißes Wasser, ohne sich zu verbrühen, indem man beides gleichzeitig hält. Genau. Also, so mache ich es jedenfalls. Und dann, Gas aus. Und dann kann man es abstellen auf den Herd, weil der ist kardanisch aufgehängt. Und damit kann die Tasse nicht umkippen. Wir machen immer sehr lange Nachtwachen, ehrlich gesagt. Ich fange an mit der ersten Nachtwache. Es wird ja dunkel um 6 hier ungefähr, 6, halb 7, lokale Zeit. Und ich mache dann meistens so bis 12 oder 1 oder 2. Und dann kommt Anita dran, die macht auch einige Stunden. Und heute Morgen bin ich wieder aufgestanden, kurz vor dem Sonnenaufgang und mache jetzt meine Wache. Ja gut, um die Segel wegzumachen, würde ich sie gerne dabei haben. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ich kann das zwar auch alleine, aber ich meine, wenn die vorne schläft und jetzt hört, dass ich hier mit den Wünschen rummache und den Kurs wechsle und alles, um das Großsegel runterzuholen, dann wird sie natürlich davon wach und wird vielleicht unruhig. Das will ich natürlich auch nicht. Also. So, ich mache mir jetzt gleich meinen Joghurt. Zum Frühstück hier gibt es immer Joghurt. Also ich mache Joghurt, sagen wir es mal so, für mich. Und zwar mit selbstgemachtem Joghurt. Den habe ich da reingefüllt, damit man da gut rankommt. Normalerweise wird er gemacht in so kleinen Gläsern. Und 6 Gläser macht 1 Liter. Ja, und ups, muss man aufpassen hier, weil es schwankt ziemlich. Ja, da kommt Zucker rein. Und dann kommen noch Nüsse rein. Die sind hier oben. Dann so ein bisschen klein gebröselt. Und das gibt ein schönes Nussjoghurt. So sieht das aus.
Mit dem Kaffee dazu. Ist doch gut, oder? So kann man es aushalten. Erstes lieber in der Küche. Hier, man sieht es am Kaffee. Weil der kann ihn nicht einfach auf den Tisch stellen. Das fliegt das durch die Gegend. Also muss ich in der Küche essen und trinken meinen Kaffee hier und alles gut. Da sieht man übrigens, wie wir im Schmetterling fahren. Da muss schon alles passen, damit da nichts passiert. Wenn ich diesen Kurs hier steuern wollte mit der elektrischen Anlage, die ist ja hier, dann könnte ich natürlich nicht nach dem Kompasskurs steuern, weil der Wind ja andauernd hält. Also müsste ich mit der elektrischen Anlage nach Wind steuern. Das geht ja auch, das ist überhaupt kein Problem. Da muss ich hier die beiden Standby und Auto muss ich gleichzeitig drücken. Und dann, also bei mir an der Anlage hier, die 7000er ist das, Auto M7000 oder wie die heißt, 7000 plus, dann steuert er nach Wind. Aber die Anlage sagt mir andauernd, also die elektrische sagt mir andauernd, wenn der Wind ein bisschen dreht, sagt die immer Achtung Windshift, Achtung Windshift. Ja? Und dann muss ich ständig hin und das bestätigen. Und wenn der Wind so unstet ist, so wie jetzt im Moment, muss ich ständig hier hin, das bestätigen. Und das geht nicht, das ist ja Blödsinn. Von daher geht eine Steuerung mit einer elektrischen Anlage, mit einer elektrischen Anlage nur meines Erachtens, wenn der Wind stetig ist. Vielleicht sogar noch, wenn die See zusätzlich ruhig ist, dann kann man das machen. Aber bei dem hier, was wir hier haben, geht das nicht. Da ist die Windsteueranlage wesentlich besser. Ohne einen Mucks zu sagen, steuert das Boot immer in die richtige Richtung. Das ist ein bisschen Fummelei. Man muss sich gut an die gewöhnt haben und die muss sich gut an einen selber auch gewöhnt haben. Man muss sie gut im Griff haben. Viele haben da sehr große Probleme mit. Und wenn man das geschafft hat, die steuert seit 2 Tagen oder seit 2, 3 Tagen, ohne dass wir irgendwas machen, steuert die uns. Wenn man das geschafft hat, das ist eine tolle Sache. Das kann ich nur sagen. Anita ist inzwischen wach und wir werden jetzt das Großsegel wegnehmen, weil wir haben viel zu viel Druck auf den Segel. Dazu müssen wir zunächst das Vorsegel auf die Steuerbordseite holen, damit wir an den Wind gehen können. Also jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir erstmal das Vorsegel reinrollen, okay, damit das weg ist. Okay, reicht. So, jetzt hole ich das Vorsegel holen wir auf die andere Seite. Die Schot ist irgendwie, die will nicht so richtig rumkommen. Mach mal so fest. Ja, weil die Schot da, die geht ja jetzt ganz viel um die Ecke. Deswegen. Die hängt in dem Snatchblock. Siehst du? Die hängt in dem Snatchblock. Das ist natürlich doof. Warte mal, geh mal schnell nach vorne, zieh sie nach hinten. Ja? Okay. So. So, ich hole jetzt hier die Schot dichter. Ich gehe schon mal auf Elektrosteuerung und gehe gleich 30 Grad höher ran. So. Ich gehe jetzt noch höher ran. Richtig nochmal, zack, zack. 30 Grad höher ran nochmal. Dass wir ungefähr bei halbem Wind sind. Ah ja, wunderbar, das würde schon gehen jetzt.
Okay. Setzt sich alleine jetzt. Ja, ja, ich ziehe sie hier mit raus. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Okay. Ja, das obere Ende bleibt in der Nut drin, falls wir es wieder setzen. Na? So, und schon ist es weg. Jetzt können wir wieder abfallen. Und das jetzt hier quasi Moment, erstmal müssen wir... Ja, jetzt kannst du wieder runternehmen. So, jetzt falle ich wieder ab. 50 Grad abfallen. Mal gucken, was er dann sagt. Und du siehst, ja vorne ist ja alles okay jetzt, ne, mit dem Groß. Okay. Und dann hole ich gleich das Groß noch etwas dichter ran hier. Jetzt laufen wir gleich eine ganz andere Geschwindigkeit. Nicht mehr 8 Knoten, sondern nur noch 6. Naja, oder 5. Also ein Großsegel, was sich in den Baum rollt, ist viel besser. Und nicht so, wie ich das in dem Seminar mal gehört habe von Transocean, als, ich glaube, der Herr Nickel war es, gesagt hat, als der gesagt hat, ein Rollbaum wäre völlig ungeeignet für Blauwassersegel. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann alles machen, man braucht das Cockpit nicht zu verlassen. Und die großen Superjachten, die haben auch alle in den Baum reffbare Segel. Es ist einfach wunderbar. Ich habe gehört, dass halt, wenn du das in den Baum halt einrollst, dass wenn das dann sich wirklich verhakt, kriegst du das überhaupt nicht mehr runter. Na, da kannst du ja nicht verhaken. Man muss es immer ein bisschen stramm halten beim Ruder, runterlassen, ein bisschen stramm halten, nach oben. Beim Baum, beim Mast. Beim Mast, richtig, Ja, beim richtig. Das ist meines Erachtens eher ungeeignet. Na? Weil dann hast du das, da verklemmt sich irgendwo, dann kriegst du das Richtig, da kriegst du das Zeug nicht runter. Und wenn du noch senkrechte Latten hast, da kannst du das nicht mal fallen. Hier kannst du das Segel immer fallen lassen, wie ein normales. Ne? So, man muss halt nur, man kann es bei halbem Wind machen und nicht so wie von der Segelwerkstatt Stade, hatte glaube ich gesagt, dass man da immer in den Wind schießen muss. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann es bei halbem Wind machen. Ne, man muss das Segel oben ein bisschen zurückhalten. Da muss man praktisch von hinten Luft rein oder Wind reindrücken ins Segel, damit es flattert. Und dann kann man es bei halbem Wind einrollen. Das ist völlig problemlos. So, das war das Wort zum Sonntag. Ja, genau. Okay. Heute ist der 8. Januar 2025. Wir haben den 9. Tag der Überfahrt. Wir sind ja am 31.12. letzten Jahres losgefahren in Teneriffa. Wir fahren hier wunderbar mit der Windsteueranlage und vor dem Wind. Und zwar mit einem Winkel von vielleicht 20 Grad zum Großsegel, damit das auch nicht rüberkommt, damit wir keine Patenthalse machen. Abends haben wir das jetzt, wenn der Wind ein bisschen stärker war, lieber weggenommen, das Großsegel, und sind dann nur mit dem Vorsegel durch die Nacht gegangen. Aber inzwischen ist auch die Wetterprognose so stabil, dass wir einfach das Segel stehen lassen. Und wir rühren auch die Windsteueranlage nicht an. Das läuft alles wunderbar. Wir haben ja in diesem Jahr viele starke Tiefdruckgebiete im Norden, auf dem Nordatlantik. Viele Sturmtiefs, extreme Sturmtiefs, die den Passat ein bisschen weggenommen haben und die wahrscheinlich auch dafür verantwortlich sind, dass der Passat jetzt hier so schwach ist. Weil der kommt aus Nordosten
Die Winde von den Tiefdruckgebieten, die oben im Nordatlantik sind westliche Winde oder südwestliche. Das heißt, die schwächen den Passat etwas ab. Dazwischen ist aber auch eine regelrechte Flautenzone. Und diese Flautenzone war recht tief im Süden. Deswegen wollten wir eigentlich sehr weit nach Süden gehen, bis auf die Höhe von Trinidad. So war das prognostiziert. Das hat sich aber inzwischen alles aufgelöst und wir fahren direkt auf unser Ziel zu. Heute ist der 10. Januar und damit bricht der 11. Tag an der Überfahrt. Die Sonne geht auf morgens. Wie immer spektakulär mit vielen Wolken in der Gegend. Aber die See ist ruhig. Wir sind auch weiter jetzt nach Süden gefahren oder nach Südwesten gefahren, weil im Norden sich diese Schwachwindgebiete ausbreiten. Das mit dem schwachen Passat wird ja jetzt so weitergehen. Ungefähr noch eine Woche. Im Norden bilden sich auch große Schwachwindgebiete aus oder Flautengebiete aus. Wir müssen also südlich fahren. Und die letzten 3-4 Tage der Passage wird der Passatwind dann relativ stark zulegen. Und ich nehme auch an, dass dann entsprechend viele Squalls runterkommen. Also starke Regenfälle mit Böen. Aber bis dahin vergeht noch eine Woche und so ist es eigentlich ganz ruhig und angenehm. Wir laufen jetzt ein bisschen weiter nach Süden, hatte ich ja schon erzählt, weil im Westen ist eine Flaute, da müssen wir jetzt nicht reinfahren. Und jetzt haben wir noch das Großsegel nur oben, weil das Vorsegel so geschlagen hat in der Nacht. Jetzt holen wir das Vorsegel auch wieder raus und dann sind wir ein bisschen schneller. Und heute Abend gehen wir dann wieder auf Westkurs. Also, liebe Anita, Ja. liebe Crew, Ja. wir haben jetzt den Midway Point erreicht oder überschritten, weil wir waren mitten in der Arbeit, also um 2 Meilen überschritten. Oh ja, stimmt. Ja? Und deswegen feiern wir jetzt, also mit Antwort, die Hälfte ist um, deswegen feiern wir jetzt mit einem Bier. Das zweite Bier machen wir heimlich danach. Ich Darf ja öffne keiner. das jetzt Und du mal. öffnest es jetzt. Ich muss jetzt Pfft machen. Ja, so. Na, guck, hat doch. Ist da. Ja. Und dann der erste Schluck geht aber an Neptun, war das ist ja schon klar. Ah, okay. Ja, Oh, das musst du jetzt machen. oh. Wie klingt mir das? Das gelingt, na klar. Das Deck hat auch ein bisschen was abgekriegt. Das ist aber wichtig. Ist in Ordnung. Ja, ja, sicher. Okay. So, So, das erste kriegt die fleißige Crew mit Glas. Licht Wert darauf, dass er mal ein Glas hat. Ja, das kriegt das. So, Warte. Prost. 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 Haben wir gut gemacht. Ah, das tut gut, wa? Ja. Wunderbar. So, wir hoffen, dass wir die zweite Hälfte genauso gut hinkriegen wie die erste. Wir sind jetzt am 10. Tag, richtig? Das heißt, 9 Tage haben wir um. Nee, wir haben 11. Nee, den Tag. 11. Tag. 11. Tag, das heißt, wir haben 10 Tage um und ein paar Stunden. Ja. Und nochmal 10 Tage, wir kommen am 21. an. So ist prognostiziert. Okay, alles klar. Dann hoffen wir mal. Ja. Vielleicht noch ein paar Worte zum Wachsystem. Wir haben früher angestrebt, bei einer Zweiercrew 3 Stunden Wache zu gehen, immer abwechselnd, und sind dann aber dazu übergegangen, dass wenn die Wache draußen noch fit war, dass sie dann einfach weitergemacht hat und hat die Freiwache schlafen lassen.
Und wenn der dann aufgestanden ist, sie haben sich gewechselt, hat er es genauso gemacht. Das hat sich dann irgendwann verwaschen und das war für mich oder für uns immer das beste System. Das haben wir auf allen 3 Reisen so gemacht und es hat sich sehr bewährt. Zusätzlich zu dem Wachhabenden, der draußen sitzt oder der auch drinnen sitzt, habe ich um mich herum einen Alarmsektor definiert von 2 bis 6 oder 2 bis 7 Meilen und überwache dort die AIS-Signale, die einlaufen. Übrigens AIS, ich kann nur dafür plädieren, dass man ein aktives AIS hat. Das heißt ein AIS, was nicht nur empfängt, sondern auch aussendet. Ich kenne das Argument, dass die Leute sagen, nö, das reicht mir, ein passives AIS reicht mir, ich passe schon auf. Wenn ich aber alleine unterwegs bin oder zu zweit, ist egal, ja, und ich sehe ein weißes Licht, aber es hat keinen AIS-Sender, dann bin ich gezwungen, dieses weiße Licht zu überwachen, weil ich weiß nicht, was es ist. Ist das ein Segler, ist das ein Fischer, wo fährt der lang? Ich weiß gar nichts. Also derjenige, der kein aktives AIS hat, zwingt mich dazu, aus Sicherheitsgründen, dass ich wach bleiben muss, um das zu überwachen. Und das ist die Sicht der anderen, hat man vielleicht gar nicht in dem Moment, wo man nicht selbst in der Lage ist. Wenn ich aber ein AIS-Signal sehe, weiß ich, das ist ein Segler, der fährt ungefähr in die Richtung mit der und der Geschwindigkeit. Und dann kann ich vorausbestimmen, was das für mich bedeutet. Das ist wichtig, also nehmt ein aktives AIS. Zusätzlich zum AIS habe ich einen Alarmsektor definiert, der dem anderen praktisch genau abdeckt. Das ist ein Sektor mit Radar, überwache ich das. Der innere Bereich von bis zu 2 Meilen ist ausgespart, weil da so viele Wellen sind, die andauernd Signale geben. Das würde ständig einen Alarm geben. Also von 2 Meilen an ist es relativ außerhalb der Wellen und dann kann man den Sektor nach außen fahren. Also die Schiffe, die kein aktives AIS haben, habe ich die Hoffnung, dass ich sie erwische, aber das funktioniert nur, wenn sie selbst einen guten Radarreflektor am Top haben. Also nicht diese kleinen Röhren, die man an die Wand macht, die bringen überhaupt nichts. Das Rig selber reflektiert auch nicht und das wissen viele gar nicht. Also ein Schiffsrig gibt kein Signal ab, sondern sie müssen einen vernünftigen Radarreflektor haben. Dann sieht man sie auch. Ein kurzes Wort zum Laden mit Solar. Viele werden überrascht sein, dass es weniger Output hat durch die Solarzellen als gedacht. Weil man muss sich vorstellen, man fährt nach Westen und die Sonne geht aber auch nach Westen. Das heißt, irgendwann verdecken die Segel irgendwann ist praktisch die Sonne hinter den Segeln und macht Schatten auf die Solarzellen. Von daher ist, wenn man unterwegs ist, bringen die weniger, als man ursprünglich denkt. Für manche überraschend, aber es ist einfach eine Tatsache. In etwa nach der Hälfte der Strecke oder ein bisschen später, nach 2/3 der Strecke, wird man zunehmend Squalls haben. Squalls sind Tiefdruckgebiete, ganz kleine, praktisch eine Wolke, die sehr starke Winde haben kann und wo die Winde auch 90 Grad drehen können. Und wie gesagt, unheimlich zulegen können. 30, 35 Knoten ist nicht selten. Da muss man also gefasst sein. Vorher wird man diese Squalls nicht haben, aber auf dem letzten Stück wird man höchstwahrscheinlich Squalls haben mit sehr starken Winden. Ich habe nachts immer runtergerefft, damit ich auch mal eine Windstöße von 35, 40 Knoten aushalten kann, ohne dass ich was machen muss. Das verlangsamt die Sache natürlich, aber es gibt mehr Sicherheit. Die zweite Sache, die man feststellen würde, ist, es gibt ein Gras, was wächst auf dem Atlantik immer mehr in den letzten Jahren, das sogenannte Sargassumgras. Das sind Riesenflächen zum Teil, da fährt man durch. Und was machen die mit einem? Erstens, der Hydrogenerator wird dieses Sargassogras aufsammeln und stehen bleiben. Also ich muss ständig nach hinten gehen, um den wieder zu reinigen. Dazu fahre ich den ein Stück hoch, dann wird es rausgespült, fahren wieder runter. Aber irgendwann haben wir den hochgeholt, weil der einfach ständig verstopft war. Das hatte keinen Sinn. Das Zweite, was aber viel gefährlicher ist und was viele erstaunt, weil sie damit gar nicht rechnen, ist Folgendes. Wenn man hier den Rumpf hat und hier hat man das Ruder, dann kann es sein, dass dieses Sargassumgras unter das Ruder geht und das Ruder wird immer schwergängiger und sich verklemmt.
Das habe ich jetzt immer öfter gehört. Also es passiert nur, wenn man keinen Skeg hat und die modernen Schiffe haben ja meistens keinen Skeg. Was die Leute dann machen müssen. Also erstens sind sie erstmal überrascht, weil das Ruder nicht mehr richtig funktioniert. Bis klar wird, dass vielleicht mit der Kamera runtergeguckt, das ist das Sargassumgras, was sich da verklemmt. Das heißt, die Leute holen die Segel runter, fahren dann mit der Maschine rückwärts, das muss man sich mal vorstellen bei dem Wellengang, fahren rückwärts, damit es wieder rausgespült wird und dann ist das Ruder wieder frei. Also, falls sowas mit passiert und das Ruder ist sehr schwergängig, dann kann das an diesem Sargassumgras liegen und muss kein Defekt des Schiffes sein. Gut, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Und jetzt geht's weiter mit dem Film. Und viel Spaß. Prost. 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 Wir sagen jetzt aber nicht, was wir essen. Nein, Wir essen was ganz Köstliches. lecker Pastete. Das schmeckt gut, wa? Ja. Und du hast, was ist das hier noch? Artischockenherz. Artischockenherzen. Das hast du ganz für dich allein. Das heißt, ich habe etwas mehr von der Pastete zum Ausgleich, richtig? Ja, Aber das ist in Ordnung. gut. Jetzt schmeckt der Kirschsaft wieder. Das ist ein Traubensaft. Traubensaft. Ich habe vorhin echt gedacht, der schmeckt wie Essig oder so. Rotweinessig. Aber es ist ja kein Rotwein, das ist ja nur Traubensaft. Von daher kann es ja nicht so schmecken. Oder? Ich habe hier auch Traubensaft. Das ist auch Aber Traubensaft. aus wie, Wie Wasser. genau. Ja. Prost. So, und jetzt werden wir mal sehen, ob wir nachher die Lady finden, da, mit ihrer Avandra. Eine junge, 21-jährige Einhand über den Atlantik Ruderin, die in das Guinness-Buch der Rekorde kommen will, als erstens jüngste und zweitens die vom Festland Europa nach Festland Südamerika gerudert ist. Die fährt nach Französisch-Guyana, ne? Glaube ich, ja, genau. Und hat schon 2/3 der Strecke hinter sich, verbraucht jeden Tag 7500 Kilokalorien und kann maximal bei ihrem Körpergewicht von 63 Kilo anfangs 64. oder 64 Kilo anfangs kann sie maximal 5500 Kilokalorien aufnehmen, was bedeutet, dass sie am Ende 20 Kilo verloren hat. Unglaublich. Ja, unglaublich, oder? Also, und wir haben sie vor uns, die ist jetzt noch 6 Meilen weg und wir fahren so knapp eine Meile dran vorbei und nehmen einmal ein Foto und fragen sie, ob sie noch was braucht. Genau. Und so lange essen wir selber wie heißt es? Die Pastete auf. Nicht, dass sie sagt, ich hätte gerne eine Pastete. Oder? Die essen wir auf. Ja. Genau. Sehr köstlich. Sarah Lackland, 21 Jahre jung, ist in 97 Tagen ohne äußere Hilfe alleine von Portugal nach Französisch-Guyana gerudert und ist mit dieser Leistung ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen worden. Eine unglaubliche Leistung. Wir sind dicht bei ihr vorbeigefahren, hatten sie natürlich vorher per UKW informiert und sie hat sich unglaublich über diese Begegnung gefreut. Wir waren die ersten Menschen, die sie seit Monaten gesehen hat. Mit ihrer Erlaubnis dürfen wir diese Bilder in diesem Video zeigen und natürlich haben wir auch alle Videoaufnahmen und Fotos an Sarah geschickt. Heute ist der 15. Januar, das ist der 16. Tag auf See. Die Wellen haben sich beruhigt, es ist ganz angenehmes Segeln, wir sind hier vor dem Wind. Das hatte mal so 11 Knoten, 12 Knoten Wind, wir fahren mit 5 Knoten Fahrt, sind im Schmetterling. Wir können sogar Sonnenbaden hinten und auch der Hydrogenerator geht. Da war ja eine Leine gebrochen, mit dem man den Hydrogenerator ins Wasser lässt. Das ist alles repariert und jetzt funktioniert alles wieder. Sehr schön.
Wir haben jetzt den 17. Januar, das ist der 18. Tag der Überfahrt. Der Winter ist jetzt zugelegt, das haben sie ja auch angekündigt. Und zwar auf ungefähr 25 bis 30 Knoten. Zum Teil hatten wir etwas über 30 Knoten. Die Wellen sind sehr hoch. Unten klappert alles ein bisschen, aber es ist jetzt nicht unangenehm. Es ist vor allen Dingen, sind wir auch wieder schnell jetzt. Wir haben auch nur ein Vorsegel draußen, das ist gerefft. Es ist nicht ausgebaumt. Und damit fahren wir jetzt hier die ganze Zeit immer so 6 bis 7 Knoten. Läuft wunderbar. Unten ist es recht ruhig. Unten im Schiff, da merkt man das kaum. Aber wenn man jetzt hier draußen die Wellen sieht, die sind schon beeindruckend. Ja, und manchmal liegen wir ganz schön auf der Seite, wenn es da immer so richtig hin und her geht. Aber nicht weiter beunruhigend. Wolken sind ein paar am Himmel. Das sind so Cumuluswolken. Aber keine Wolken, aus denen ordentlich Wind oder beziehungsweise Regen kommt. Sargassogras ist immer noch da und zwar wahnsinnig viel. Und deswegen habe ich den Watt&Sea, den Hydrogenerator, hochgeholt. Ja, weil die Belastung ist einfach zu groß auf die Halterung meines Erachtens. Und ich muss ständig nach hinten gehen, den wieder frei machen von dem Sargassogras. Den muss man immer wieder so ein bisschen hochschwenken. Ja. Und das ist eigentlich nichts. Lass mal das teure Ding. Er kann jetzt rausgucken. Ich meine, wenn er kein Gras wäre, könnte man ihn natürlich nutzen. Er bringt da ganz viel. Aber jetzt im Moment mit diesem ganzen Sargassogras hat es keinen Sinn. Und ist okay. Wir haben ja genug Solar. Wir laden mit, 25 Ampere, 30 Ampere zum Teil. Das geht ganz gut. Ja, wir sehen was die Nacht bringt. Die nächsten 3 Tage bleiben so. Das ist also, können wir uns darauf einstellen. Wir haben jetzt einen Squall hier der ist relativ groß, der ist fast schon vorbei. Ich habe jetzt zu spät die Kamera rausgeholt. Wir hatten Winde bis 31 Knoten, wir haben die volle Genua draußen. Wir laufen ziemlich schnell hier, vorne mit der großen Genua. Ja, so sieht's aus. Was ich mache, ist, ich versuche nicht anzuhalten oder langsamer zu werden, sondern ganz im Gegenteil, so lange wie möglich da drin zu bleiben, weil der schiebt uns ordentlich voran. Weil wenn der durch ist, haben wir nämlich bloß wieder schwachen Wind und dann kommen wir wieder nicht vorwärts. Also wir machen jetzt über 7 Knoten und vorher hatten wir 3 gemacht oder 3,5 bis 4 vielleicht. Ja, ich habe niemand Zeit gehabt, mir ein T-Shirt anzuziehen. Aber ist egal, das wäre sowieso nass geworden. Jetzt laufen wir hier schon 20 Minuten drin und jetzt wird es langsam da hinten wieder blau. Wahrscheinlich hört er jetzt langsam auf, der Squall. Aber ich wusste nicht, ob dieser große Genua mit 64 Quadratmetern oder wie viel die hat, 63 oder 64, ob man die bei 30 oder Knoten stehen lassen kann. Und ich habe sie stehen lassen. Wir hatten bis 31 Knoten, habe ich gesehen, Wind. Aber es ging. Ging problemlos. Okay, danach wird es wieder ruhiger. Heute ist der 19. Januar, der 20. Tag auf See hier. Von Squalls umgeben, gerade regnet es wieder. Wir haben manchmal Winde bis 35 Knoten, sehr hohe See, surfen zum Teil lang. Ja, ist ein bisschen rau hier. Und ja, nach so vielen Nächten ist man ein bisschen übermüdet, aber geht eigentlich. Manchmal liegen wir richtig auf der Seite, fliegt alles durch die Gegend unten. Einen Surfer habe ich gesehen mit 11,6 Knoten Geschwindigkeit. Da müssen wir wirklich runtergerast sein. Ansonsten haben wir hier 7 bis 8 Knoten Geschwindigkeit über Grund. Manchmal ist der tagsüber auch ein bisschen ruhiger als nachts. Ja, heute Nacht war schon heftig. Aber wir werden sehen. Der Wind soll noch ein bisschen zulegen. Wir haben noch 2 Tage noch mal da. Alles gut.
tipptopp. Nichts Dramatisches. Ja, die Wellen sind schon ziemlich hoch und beeindruckend. Und wir haben jetzt noch 130 Meilen. 130 Meilen noch zu fahren und sind beim Ankerplatz. Das heißt, am nächsten Tag, morgen Mittag sind wir da. Und dadurch, dass die Wellen jetzt hier so hoch sind, muss man ziemlich aufpassen unten. Und deswegen haben wir uns eine Lounge-Ecke gemacht, an der man auch schlafen kann. Nämlich im Salon den Tisch abgesenkt. Und da schläft man sehr ruhig. Also sehr ruhig ist übertrieben, weil die Wellen ja sehr hoch sind. Aber man schläft relativ ruhig dort im Drehpunkt des Schiffes. Ja. Ansonsten fahren wir immer weiterhin mit 6, 7 Knoten. Wir machen gutes Ettenmal von wahrscheinlich 160 Meilen diesmal. Ja, das ist alles gut. Die Wassertemperatur vom Atlantik ist jetzt 27 bis 28 Grad. Dadurch ist auch die Lufttemperatur sehr angenehm, schön warm. Allerdings ist alles anstrengend, weil natürlich das Schiff schwankt und so weiter und man kommt relativ schnell ins Schwitzen auf. Wir haben aber geduscht heute, wir haben ja genug Wasser durch den Wassermacher und damit ist alles sehr, sehr gut machbar. Wir haben auch die Tanks voll. Ich sehe immer zu, dass die Tanks alle möglichst voll sind. Der Dieseltank, den haben wir jetzt ein paar Mal gebraucht, weil wir den Watt and See nicht drin haben im Wasser, den Hydrogenerator. Durch das Sargasso krass ist das unheimlich belastend für die Aufhängung. Der muss man andauernd wieder reinigen, das mache ich nicht. Stattdessen haben wir also den Motor ein bisschen laufen lassen, jeden Tag so eine Stunde oder 2. Weil wir haben ja ziemlich viele Sachen hier am Start. 2 Kühlschränke und alles. Genau. Aber morgen sind wir da und dann liegen wir vor Anker und ruhen uns erstmal aus. Freuen wir uns schon drauf. Es wird höchste Zeit. Wir haben den 21. Januar und damit sind wir am 22. Tag. Aber wenn man berechnet, dass wir jetzt hier mittags ankommen, vor uns liegt Martinique, wir müssen noch rechts um die Ecke. Wenn man bedenkt, dass wir gegen Mittag ankommt, haben wir genau 21 Tage gebraucht. Ist schon relativ lang, muss ich sagen. Aber wir hatten auch teilweise wenig Wind, teilweise viel, teilweise zu viel. Aber nie ist es wirklich dramatisch gewesen. Jetzt liegen wir hier vor Anker in Sainte-Anne, in Martinique, in dieser großen Ankerbucht, die so gut anzusteuern ist bei Tag und bei Nacht. Eine Flasche Champagner haben wir uns aufgehoben für diesen Moment. Und wir haben allen Grund, uns zu freuen, anzustoßen. Uns geht's super, wir haben es toll gemacht. Nichts ist kaputt gegangen. Nichts ist passiert. Wir hatten manchmal heftige Wind, manchmal zu heftig, aber uns geht's wunderbar. Wir sind entspannt, jetzt sowieso. Und ab jetzt wird's ruhiger zugehen in der Karibik. Und darauf freuen wir uns. Ich hoffe, ihr bleibt dran, euch hat das Video gefallen. Und wir verabschieden uns zunächst einmal von diesem großen Turn und hoffen, ihr bleibt dran. Weitere Videos aus der Karibik gibt es hier zu sehen. Und dann zum Wohl. Ciao von der Kokon.